Ja, kennt ihr das? Ihr habt eine riesige private Fotosammlung auf eurem NAS liegen, aber wenn ihr dann nach einem spezifischen Begriff, wie zum Beispiel nach dem Haus im Wald sucht, ja, dann findet die Suche da einfach nichts. So, und die bei mir genutzte Synology Photo App, die ist zwar gut für Gesichtserkennung oder aber auch für spezifisch vordefinierte Begriffe oder auch Text, da funktioniert das noch halbwegs, aber wenn ich eine kontextbasierte KI-Suche starte, dann wird das nichts, ne? Dann ist da Feierabend. Und genau deshalb bauen wir uns heute eine geniale Hybridlösung. Der gigantische Speicher, den belassen wir auf dem NAS, aber die rechenintensive KI-Power, die lagern wir aus, und zwar auf ein Cimaboard 2 in Kombination mit einer externen GPU, nämlich meiner alten Nvidia RTX 4060. Und dafür ist die echt noch gut. Und wie das funktioniert und warum Image damit so richtig fliegt, das erfahrt ihr jetzt. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus und Technik und willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, also mein aktuelles NAS, die Synology DS1825 Plus, ist ja schon ein absolutes Speicherbiest, aber für modernes Machine Learning, da braucht man je nach KI-Modell mehrere Gigabyte RAM und natürlich ordentlich Rechenleistung. Und die verbaute CPU im NAS, die geht da sofort in die Knie. Also die Idee ist da jetzt natürlich, ein entsprechendes Hybrid-Setup zu erstellen, und die Bilder, die bleiben sicher auf dem Datengrab, also auf dem NAS, erhalten. Aber die Foto-App, die Image, oder das Image, das läuft auf einem dedizierten KI-Server. Ja, für dieses Projekt hat mir die Firma Icewhale freundlicherweise ihr Cimaboard 2, und zwar das Modell 1664, zur Verfügung gestellt. Das Teil kommt mit einer Intel N150 CPU, 16 GB RAM und einem 64 GB großen eMMC-Speicher, also perfekt als Miniserver. Aber um da richtig KI-Schubkraft mal reinzukriegen, habe ich zusätzlich das Oculink GPU-Dock bekommen. Und auf dem werkelt jetzt meine alte GeForce RTX 4060 mit 8 GB VRAM, und das geht da richtig zur Sache. Das ist zwar keine High-End-Karte mehr, aber für unsere Zwecke hier ist das ein absoluter Gamechanger. Ja, und dabei ist der Aufbau erstmal komplett simpel, ne? Also LAN dran und Strom dran an das Cimaboard 2, und dann kann das schon gleich losgehen, ne? So, und da das Board keinen nativen Oculink-Port hat, nutzten wir hier einen PCI 3-Adapter, der mit dabei war, entsprechend für das GPU-Dock. So, und die RTX 4060, die wir da verbaut haben, die braucht dankbarerweise eben nur einen der 3 poligen Stromanschlüsse des Docks. Also das Dock kann hier bis zu 800 Watt liefern, aber die brauchen wir in dem Fall Gott sei Dank hier nicht. Aber Achtung, hier ist eine absolute Stolperfalle bei der Inbetriebnahme. Also ihr müsst zwingend zuerst das GPU-Dock entsprechend in Betrieb nehmen, also einschalten, und erst danach Strom ans Cimaboard 2. Sonst erkennt das Betriebssystem, das CimaOS, die Grafikkarte schlichtweg nicht. Aber hält man die Reihenfolge ein, taucht die GPU auch sofort sauber im Dashboard auf und wir sind startklar. Das muss man hier auch mal als echten Vorteil des Cimaboards hervorheben. Hier gibt's keine Treiberorgie, hier gibt's keinen Zirkus, einfach anschließen und die eGPU ist da, ne? Also so soll es sein. So, und die Bilder, die holen wir uns per SMB-Share direkt vom NAS, ne? Und bei der Installation von Image in Docker müssen wir da aber 2 Dinge beachten, sonst bleibt der Bildschirm dummerweise leer. Die Stolperfalle Nummer 1 ist der SMB-Pfad. Hier führt uns das CimaOS so ein klein wenig in die Irre, weil es nämlich standardmäßig nur IP-Adresse und Ordner zeigt. Damit Image den Pfad aber als externe Bibliothek akzeptiert, muss da zwingend ein Media vor die IP-Adresse gesetzt werden, sonst wird das nichts. Ja, Stolperfalle Nummer 2 ist hier, damit die RTX 4060 eGPU nicht nur einfach vor sich hindreht, sondern auch wirklich rechnet, reicht es nicht aus, in den Image-Einstellungen einfach nur GPU anzuklicken. Hier muss im Docker-Template oder in den Einstellungen explizit die CUDA-Version des Image Machine Learning Containers geladen werden. Ne? Also wenn das nicht drin ist, dann rechnet die eGPU nicht mit.
Ja, aber wenn das alles geschafft ist, dann aktivieren wir das Machine Learning in Image und hier stehen wir dann vor der Qual der Wahl bei den Clip-Modellen. Ne? Also Clip-Modelle verknüpfen entsprechend Text und Bild, damit die KI versteht, was auf dem Foto überhaupt zu sehen ist. Ja, also ich habe mich jetzt hier bei den Modellen oder bei den Clip-Modellen für das WIT L16 SIG Clip 2, muss ich ablesen, entschieden. Warum habe ich jetzt genau dieses Clip-Modell gewählt? Also im Grunde gibt's da drei Klassen, habe ich gelernt. Also es gibt so die kleineren Modelle, die also wie das WIT B32, die sind dann zwar pfeilschnell, erkennen aber nur grobe Dinge. Da habe ich gedacht, das ist dann für meine Fotoerkennung vielleicht nicht ganz so optimal. Und dann gibt's halt noch die Standard-Clip-Modelle. Das sind so Allround-Modelle, die sind dann nur mäßig schnell, benötigen dann aber relativ viel Speicher. Und Speicher ist ja auch bei mir etwas limitiert. Ich habe ja nur 8 GB auf meiner oder nur 8 GB VRAM auf meiner Grafikkarte. So, und das verwendete Modell, also das gehört zu den neueren SIG Clip 2 Modellen, die sind da den ganzen oder den bisherigen Modellen absolut überlegen. Ne? Also die bieten eine extrem präzise Erkennung von Details und entsprechend Kontext und verbrauchen aber dank moderner Architektur weniger VRAM als die älteren Riesenmodelle. Und da habe ich gesagt, das könnte genau das sein, passt zu meiner Grafikkarte in den VRAM und hat trotzdem noch vernünftig Kontext und erkennt Details. Also habe ich das einfach genutzt. So, und dann schauen wir uns einfach mal an, wie dieses Modell denn jetzt eigentlich den Scan der Bibliothek entsprechend macht. Ne? Und da blende ich euch einfach mal einen kurzen ein Filmchen ein Video ein, das ich gedreht habe. Ne? Also den initialen Scan der Bibliothek. Und da bei dem teilen sich das Cima-Board oder die Cima-Board-CPU und die eGPU brav einfach die Arbeit. Ja? So, und wenn wir jetzt die Suche mal im direkten Vergleich zwischen Synology Photos, Entschuldigung, und Image einfach mal testen, dann sehen wir schon, also das Ergebnis ist da schon beeindruckend. Ne? Also ich kann in Image nach komplexen Kontexten suchen. Ja, ein wichtiger Hinweis zu Image. Es gibt standardmäßig keinen harten Grenzwert. Heißt also, Image zeigt euch immer in einer Suche alle Bilder an. Nur die Sortierung geht von 100% Übereinstimmung bis absteigend zu 0% Übereinstimmung. Also als Tipp kann ich da nur sagen, damit das etwas schneller geht und damit ihr auch, sag ich mal, nicht Tausende von Bildern im Zweifelsfall seht, die Kontextsuche entsprechend mit einem harten Filter zu kombinieren. Das heißt also entweder eine Person, ein Ort oder ein Zeitraum entsprechend als Filter mit einzugeben. Dann sind die Ergebnisse doch wesentlich besser und ja, ich will nicht sagen perfekt, aber doch wesentlich besser. Ja, mein Fazit, ich bin begeistert. Also die Suche ist um Welten besser, intelligenter als jemals zuvor. Also alles das, was ich bislang gesehen habe über Synology Photo und ähnliches, ist also wirklich 100% super und es bleibt alles zu 100% lokal in meinen 4 Wänden. Ne? Kein Google, kein Apple, kein nix, kein gar nichts, sondern einfach nur bei mir zu Hause. Das ist genauso, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. So, jetzt gibt's natürlich noch eine Alternative, die ich mir so noch mal überlegt habe. Also noch mal eine alternative Hybridlösung, nämlich, dass man das Image auch komplett auf die Synology auslagert und dann über die Umgebungsvariablen nur den rechenintensiven Machine Learning Container entsprechend auf das Cima-Board auslagert. Na, also das hätte dann den Vorteil, dass die rechenintensiven Teile entsprechend dann auf dem KI-Server laufen, auf dem Cima-Board. Aber das Tagesgeschäft heißt also einfach nur Suche, kontextbasierte Suche, dann alles über über die Synology. Ich bin mir nicht sicher, ob es so funktioniert und ob das auch performant funktionieren würde. Aber es hätte natürlich den Vorteil, dass die App, also Applikation, das Image dann einfach auf dem Server auch läuft, wo auch die Bilder, also entsprechend wo die Daten liegen.
Ja, und ob und wie das funktioniert und ob ich da mit meiner Performance-Idee recht habe, das schaue ich mir in einem der nächsten Videos an. Aber jetzt frage ich euch, wie würdet ihr das lösen? Image komplett auf dem KI-Server auslagern, wie ich das jetzt hier in dem Video vorgestellt habe, oder lieber die App auf dem NAS lassen und nur die KI-Prozesse auslagern? Schreibt mir das in die Kommentare, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Bleibt gesund, Dankeschön und tschüss.